Während mehrere Gesetze und Richtlinien das Ziel haben, Menschen mit Behinderung zu unterstützen, stellen sie gleichzeitig eine Herausforderung für unter anderem Website-Inhaber dar, die diese Vorgaben erfüllen müssen. Anbieter sogenannter Overlay-Tools versprechen für diese Situation bis hin zu vollautomatische Lösungen zum Erfüllen der geforderten Konformität. Im Rahmen dieser Masterarbeit wird untersucht, ob und inwieweit Overlay-Tools die Barrierefreiheit einer Website tatsächlich unterstützen. Da keine wissenschaftliche Arbeit in diesem Kontext bis zu diesem Zeitpunkt existiert, wurde für eine Auswahl an aktuellen Overlay-Tool-Anbietern die Information aus Artikeln und von Websites herangezogen sowie eine Google-Suche mit den Kernaspekten als Begriffe durchgeführt. Dadurch wurden 9 Anbieter eruiert, wovon Accessible, EqualWeb und Userway für eine detaillierte Untersuchung ausgewählt wurden. Hierfür wurden wiederum 7 Bewertungsmetriken definiert. Diese basieren auf den Angaben und Versprechen der Anbieter, aber auch auf den Anforderungen und Anmerkungen seitens der Web Content Accessibility Guidelines. Ebenso wird die Sicht des Seiteninhabers berücksichtigt. Darüber hinaus wurden diese Metriken in einer Umfrage durch 17 Teilnehmer gewichtet. Zum Testen der Overlay-Tools aus der Nutzersicht wurde ein Replikat der Unithekli-Website erstellt. Die Änderungen durch die Tools wurden anhand von insgesamt 29 unterschiedlichen Prüfschritten des BIK-BITV-Tests untersucht und bewertet. Hierbei muss angemerkt werden, dass sowohl Userway als auch EqualWeb Funktionen und Features für manuelle Anpassungen anbieten, welche ebenso berücksichtigt wurden. Der Editor von Userway zum Ergänzen von ARIA-Attributen, wie beispielsweise Rollen, kann hierbei als Beispiel genannt werden. Accessible erreicht bei den Konformitätsmetriken das beste Ergebnis, insofern nur die automatischen Änderungen gezählt werden. Unter Berücksichtigung der manuellen Anpassung schneidet Userway am besten ab. Für Letzteres werden jedoch mehrere Annahmen getroffen. So kann der Seiteninhaber bestimmte Fehler manuell beheben, muss allerdings selbst über die Fehler Bescheid wissen, da nicht alle von den Tools selbstständig erkannt werden. Ebenso muss der Seiteninhaber wissen, wie die Fehler korrekt zu beheben sind, was tiefgreifende Wake-Erkenntnisse voraussetzt. Es wird davon ausgegangen, dass dies in den meisten Fällen nicht der Realität entspricht, weswegen die Bewertung für die automatischen Anpassungen für die Gesamtbewertung herangezogen werden. Grundsätzlich haben die Untersuchungen gezeigt, dass alle 3 Overlay-Tools wenig bis gar kein Feedback zu Änderungen sowie Training im Kontext der Barrierefreiheit dem Seiteninhaber anbieten. Hingegen sind die Overlay-Tools einfach und schnell zu implementieren und die Toolbar lässt sich visuell vielseitig anpassen. Accessible erreicht bei den Metriken für die tatsächlichen Änderungen an der Website das beste Ergebnis, da es im Vergleich zu den anderen beiden mehr Barrieren für blinde Nutzer und Nutzer, welche die Tasturnavigation verwenden, entfernt. Eine vollständige Konformität konnte aber definitiv nicht erreicht werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anbieter ihre Technologien weiter unter Berücksichtigung der WCAG-Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben entwickeln müssen, den Seiteninhaber zum Beheben von Fehlern, welche durch die automatischen Lösungen nicht erfasst werden, mit einbeziehen und entsprechend lehren sollten, sowie vor allem die Limitation ihrer Technologien offener kommunizieren.